Ja, es ist mal wieder Wahlkampf in Amerika und wieder einmal heißt es, diese Wahl wird die Zukunft der Menschheit entscheiden. Aber wer ist jetzt der bessere Kandidat? Nicht nur für Amerika, sondern für die Welt. Und wieso wählen immer mehr Menschen Trump und immer mehr rechtspopulistische Parteien wie die FPÖ, die AfD, den Front National, Geert Wilders oder Giorgia Meloni in Italien oder Flams Belang und dergleichen. Und auf der Gegenseite natürlich die andere Frage, warum verlieren linke Bewegungen immer mehr stärker an Zuspruch, beziehungsweise wieso verlieren demokratische Kräfte immer stärker an Zuspruch, muss man sich um die Demokratie fürchten. Diese Fragen kann die bürgerliche Presse nicht beantworten. Es hat tausend verschiedene Theorien, die nicht wirklich stringent sind. Aber mit Hilfe der marxistischen Werkzeuge, nämlich mit dem dialektischen Materialismus, können wir eine sehr gute Antwort darauf liefern. Und zwar eine ganzheitliche. Diese Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft reiht sich ein in eine Reihe von mehreren neuen Entwicklungen. Dazu gehören zum Beispiel die Corona-Krise inklusive Lockdown, die weltweiten Fluchtbewegungen, die immer schneller werdende Migration, Terroranschläge, neue Kriege und Konfliktherde, ewige Inflation, Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Lage, also Angst vor Jobverlust, immer stärker werdende psychische Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen, ein Klimawandel, der immer stärker spürbar wird. Diese ganzen Probleme sind keine Einzelprobleme, die unabhängig voneinander, unabhängig vom Rest gelöst werden könnten. Die hängen dementsprechend total miteinander zusammen und haben auch eine gemeinsame Ursache. Die gemeinsame Wurzel ist der Kapitalismus. Das System, in dem wir heute leben. Aber wieso erscheinen da immer mehr solche Probleme und wieso werden die immer größer und stärker? Naja, das ist deshalb so, weil der Kapitalismus derzeit seine letzten Atemzüge tätigt. Das ist ein System, das gerade stirbt. Wir befinden uns inmitten eines gigantischen Zerfallsprozesses, wo ein jahrhundertealtes System jetzt gerade zerbricht. Jede Gesellschaftsordnung, die es bisher gab, egal ob die antiken Sklavengesellschaften oder der Feudalismus oder jetzt der Kapitalismus, überschreitet irgendwann seinen Zenit und zerbricht dann. Und das Thema, warum der Kapitalismus zusammenbricht, gehört zu den schwierigsten Themen oder zu den langwierigsten. Also ich kann jetzt keine tiefgehende marxistische Analyse geben, nicht einmal erklären, was der tendenzielle Fall der Profitrate ist. Ganz vereinfacht ausgedrückt ist es eigentlich so, dass der Kapitalismus zusammenbricht, weil er nicht mehr wachsen kann, aber muss. Denn es ist die Haupteigenschaft des Kapitalismus zu wachsen. Wachsen, damit er noch mehr wachsen kann. Kapital wird eingesetzt, um dadurch noch mehr Kapital zu gewinnen. Man macht eine Firma, die wirft Profit ab und diese Profite nimmt man jetzt, um noch mehr Firmen zu kaufen. Und diesen Gewinn nimmt man wieder, um noch mehr Firmen zu kaufen. So eine Art Sisyphus-Arbeit. Wachstum gibt es nur, damit es noch mehr wachsen kann. So, und das wäre jetzt alles vielleicht noch irgendwie legitimierbar und okay, wenn der Wachstum für uns alle, für die ganze Gesellschaft wäre, aber der Großteil der Menschheit hat nichts von diesem verrückten Wachstum. Der Großteil der Menschheit steht am Ende seines Lebens mit genau dem gleichen da wie am Anfang, währenddessen selbst in solchen Zeiten wie jetzt sich das Vermögen der Obersten immer alle paar Jahre verdoppelt noch. Dem Kapitalismus ist es nämlich eigen, dass er sozusagen durch den freien Markt und das Konkurrenzdenken die Produktivkräfte ganz stark entfalten kann und dadurch immer besser und immer schneller produzieren, immer schneller eben wachsen kann. Aber irgendwann stößt der Kapitalismus einfach an natürliche Grenzen. Und jetzt werden eben immer radikalere Mittel angewandt von den Kapitalisten, um noch wachsen zu können. Egal, ob die ganze Umwelt zerstört wird, denn es ist natürlich viel billiger, einen Wald niederzubrennen und dann eine Monokultur da zu installieren, als sich irgendwie nachhaltige Organisationsformen dazu machen. Es ist der Kapitalismus, der schuld ist, dass so viele Menschen heute auf der Erde existieren. Das ist kein Zufall, sondern der Kapitalismus hat immer mehr Arbeitskräfte gebraucht. Egal ob mit Verschiebung ganzer Volksmassen, damit immer billige Arbeitskräfte verfügbar sind, egal ob auch
Kriege, damit die Rüstungsindustrie noch mehr produzieren kann, wachsen kann, oder dass man eben Produktionsmittel nutzt bei der Herstellung von Waren, die ganz billig sind, wie Kunststoff, Plastik zum Beispiel, obwohl man längst weiß, wie schädlich das ist. Der Sozialstaat in Amerika wird völlig angegriffen und dadurch wird auch ein Wachstum erzeugt. Und als das auch nicht mehr genutzt hat, da hat man dann einfach damit begonnen, den Staat völlig zu überschulden. Einerseits wurden dadurch die Staaten völlig abhängig von privaten Banken. Andererseits hat man mit diesen hohen Staatsschulden dann eben die Rüstung finanziert oder Förderungen hergegeben. Also die Kapitalisten fanden immer neue Wege, um noch zu wachsen. So, wieso tun aber die Kapitalisten eigentlich so verzweifelt daran festhalten an diesem System? Wieso sagen sie nicht einfach, na gut, wir machen halt auch ein neues System? Weil sie wirklich glauben, dass dieses System, der Kapitalismus, alternativlos sei. Dass die Welt untergeht, wenn der Kapitalismus untergeht. Gesellschaft wird großteils nicht verstanden. Und ganz schnell noch zum Schluss jetzt, wann nun wirklich der endgültige Zusammenbruch des Kapitalismus kommt. Nun, das hängt ganz stark von den unterdrückten Massen ab. Denn erst wenn die 99%, die nichts von diesem System haben, gar nichts, die jeden Tag arbeiten, um den Reichtum zu produzieren für ganz wenige, die da oben sitzen. Erst dann, wenn also die Massen begreifen, wie Gesellschaft funktioniert, erst dann kann es zu einer revolutionären Umwälzung kommen. Ich musste das jetzt ein bisschen ausführlicher sagen, aber kommen wir zurück zum Thema. Warum ist das jetzt wirklich so? Warum wählen die alle Trump und FPÖ? Nun, dazu muss man eines verstehen. Amerika ist eine Klassengesellschaft. Genauso wie alle anderen Länder der Welt. Eine Klassengesellschaft ist eine Gesellschaft, in der eine Klasse über eine riesige Masse von Menschen herrscht. Nämlich die Kapitalistenklasse und die sogenannte Arbeiterklasse. Man kann auch sagen, die Bourgeoisie, das Bürgertum, denn daher kommt das ja. Die Kapitalisten sind ja aus den städtischen Handwerkern und Großbürgern entstanden. Und auf der anderen Seite das Proletariat. Unter Proletariat verstehen Marxisten heute nicht einfach nur Industriearbeiter, Fabrikarbeiter. Und dazu zählen natürlich auch Angestellte, alle Personen der Gesellschaft, die nicht über Produktionsmittel verfügen. Also der Großteil, 90-95%. Und die Kapitalisten wiederum, die sind laut Marx nicht die reich sind, weil ein Lottogewinner ist kein Kapitalist, auch ein reicher Sportler ist kein Kapitalist, sondern ein Kapitalist ist jemand, der die Produktionsmittel im Privateigentum besitzt. Produktionsmittel, das sind Fabrikshallen, die Maschinen, die Computer, die Serverfarmen. Und die Kapitalistenklasse kann deswegen über die Arbeiterklasse herrschen, weil die Arbeiterklasse keine Produktionsmittel verfügt und so nichts hat, dass es produzieren und damit verkaufen kann. Und so muss es zu einem Kapitalisten bei einem Vorstellungsgespräch gehen, um das Einzige zu verkaufen, was es hat, nämlich seine eigene Arbeitskraft. In weiterer Folge geschieht dann eine Ausbeutung durch den Kapitalisten, indem er den Angestellten länger arbeiten lässt, als er eigentlich müsste, um seinen Lohn zu erwirtschaften. So, das war jetzt die Prämisse, um die Frage zu verstehen, warum immer mehr Leute Trump oder FPÖ wählen. Ja, und das können wir jetzt schon ganz leicht beantworten. Ich habe schon gesagt, der Kapitalismus kann nicht mehr wachsen. Die unteren Schichten spüren diese ganzen negativen Sachen beim Zusammenbruch zuerst. Die Löhne von uns allen Proletariern stagnieren nicht nur, sondern gehen eigentlich runter. Das BIP von ganz Deutschland hat ein Minus schon. Es gibt immer mehr Opiatsüchtige. Und diese bereits weiten Teile des Proletariats gehen jetzt den Trump wählen. Nicht, weil sie dumm sind oder unmoralisch, sondern man kann es als Ausdruck des Klassenkampfs verstehen. Es ist noch kein bewusster Klassenkampf. Denen ist noch nicht klar, dass alles auf Revolution hinausläuft. Aber, ganz wichtig, durch den Zusammenbruch beginnen sie jetzt zu erahnen immer mehr, dass dieses System kein System ist, was für sie arbeitet. Da kann die Herrschaftsklasse tausendmal sagen, aber in der Demokratie sind doch alle gleich und wir haben alle gleiche Rechten und Chancen und man muss nur fleißig sein und schon kommt man nach oben. Das Proletariat erkennt immer mehr, dass das nicht stimmt. Und Trump beschimpft nun das Establishment und das System. Alle von diesen oberen Klassen sprechen sich für Biden und Harris aus. Irgendwelche sogenannten Experten von der New York Times
oder hohe Schriftsteller und berühmte Regisseure und was weiß ich, fühlen sich durch Trumps Aussagen echauffiert, ja verängstigt. So, und dadurch gewinnt das Proletariat natürlich den Eindruck, dass Trump wirklich eine Option ist, dieses System zu vernichten. So in der Art. Was aber ein riesiger Trugschluss ist, dazu gleich. Wieso wählen sie aber Trump, der ja ein Kapitalist ist? Beziehungsweise FPÖ, AfD und Co., das sind ja selbst Kapitalistenunterstützer, das sind ja selbst Leute aus der Bourgeoisie, aus dem Bürgertum. Und die Antwort ist ganz wichtig, um das Ganze zu verstehen, und das ist ganz tragisch. Derzeit gibt es keine politische Partei, weder in Amerika noch in Österreich noch sonst irgendwo, die wirklich hinter den Interessen des Volks steht. Denn das Proletariat ist die ganze Menschheit bis auf 1% Kapitalisten. Tja, und was sollen die verzweifelten Trump-Wähler jetzt machen? Trump und die FPÖ tun zumindest so, als würde sie sich teilweise für diese Probleme interessieren. Das tun sie aber nicht, weil sie es wirklich lösen könnten, aber auch nicht wollen. Der einzige Hintergrund, warum sie das machen, ist, um bei der Wahl zu gewinnen, weil eben die Herrschaftsklasse in Form von Medien, Expertendiskussionen und Berufspolitikern und so weiter immer wieder davor warnen, oh Gott, das wäre so schrecklich, wenn Trump gewinnt, ich halte das nicht mehr aus, dann geht die Welt unter. Beginnen nun die Wähler von Trump zu glauben, dass er wirklich revolutionär ist. Die glauben, die können das System wirklich beseitigen. Das heißt, es gibt derzeit keine wirkliche linke Bewegung. So, jetzt werden viele von euch vom Stuhl gefallen sein. Oh Gott, links, schrecklich. Ja. Ihr findet links aber nur schrecklich, weil das, was heute links sich selbst nennt, die Grünen auch, die Sozialdemokratie, sogar Neos wird links genannt. Das, was sich selbst links nennt, ist natürlich nicht links. Das hat überhaupt nichts mit links zu tun. Das sind bürgerliche Liberale, das sind Parteien von Berufspolitikern, beziehungsweise Trump ist sowieso ein Kapitalist, macht's immer Ärger, die also die Nöte der Masse überhaupt nicht verstehen können. Was ist eine wirklich linke Bewegung? Eine linke Bewegung ist eine Bewegung für die Arbeiter und Angestellten. Sonst nichts. Das hat nichts damit zu tun, wenn man irgendwas gegen Migration sagt, ist man sofort dumm, oder der ärgste Nazi, der wird sofort kaputt gemacht, ja. Oder für Gendering. Natürlich wendet sich das Proletariat, also die Arbeiter und Angestellten, völlig von diesen Linken ab. Uniprofessoren, Akademiker, Schriftsteller, Wirtschaftsexperten. Das sind alles Leute des Bürgertums, die sich aber selbst linksliberal nennen. Die glauben, links heißt antifaschistisch, antirassistisch, antisexistisch, nur anti, gegen. Sind Marxisten natürlich auch, weil die ganze Welt ist eins, aber hey, wir haben viel dringendere Probleme. Man muss sich vor Augen führen, es geht ja nicht nur um die Trump wählen, diese 50% dort, oder bei uns in der FPÖ 30-40%, sondern es geht ja auch um die nicht mehr wählen gehen. Das sind ja auch schon 40-50%. Also ein Riesenteil fühlt sich gar nicht mehr vertreten. Also Fazit zur ersten Frage, die haben deswegen so viele Unterstützer, Trump und Co. Und es werden mehr, weil der Kapitalismus crasht, weil das Proletariat immer stärker davon betroffen ist und immer mehr. Und ganz wichtig, weil es keine linke Alternative gibt, weil es keine wirkliche Alternative gibt, die Aufklärung betreibt, bewusstbar macht, woran die wirklichen Probleme sind, wie Gesellschaft funktioniert. So, zur nächsten Frage. Aus marxistischer Sicht, wer ist besser für die Zukunft der Welt? Trump oder Harris? Die Fragestellung, was ist besser, Trump oder Harris zu wählen, ist allein schon völlig hinfällig und nutzlos, weil das kommt von einer völlig falschen Vorstellung heraus. Macht wird nicht durch Wahlen entschieden. Die Vorstellung, dass einzelne Persönlichkeiten die Welt verändern können, die Welt steuern können, ist völlig falsch. Das ist eine typisch bourgeoise Vorstellung, dieser Individualismus wiederum, das kommt alles vom Idealismus übrigens, die ja immer im Einzelnen das Wichtigste sehen. Ja? Geschichte wird von den bürgerlichen Historikern völlig falsch erzählt, denn die fokussieren sich immer nur auf die oberen wenigen Persönlichkeiten. Ludwig XVI. Hat das zu der gesagt und deshalb ist Krieg ausgebrochen und der Zar das und das. Marxisten sagen, Geschichte und Gesellschaft wird natürlich von der Masse gemacht, von allen Menschen. Nicht einzelne Persönlichkeiten verändern die Gesellschaft, sondern die Gesellschaft
erzeugt diese einzelnen Persönlichkeiten. Ja? Natürlich können Bundesregierungen und Trump ein bisschen was ändern, aber nur ganz wenig innerhalb des erlaubten Rahmens des Kapitalismus, denn letztlich sind alle Politiker und Bundesregierungen, das was Marx sagte, Verwalter des Kapitals. Die Hauptaufgabe von denen ist es, im Interesse der herrschenden Klasse zu agieren, deren wirtschaftliche Leistung zu steigern und auch deren Macht zu erhalten. Aber oh Gott! Das heißt ja, es gibt keine Demokratie. Das kann nicht sein. Nein, das geht mir zu weit. Aber ja, es gibt wirklich keine wirkliche Demokratie. Ja, mit dem Aufkommen des Kapitalismus, mit der Aufklärung kam nur eine Scheinbefreiung in unserer Gesellschaft. Also die bürgerliche Demokratie, die heute vorherrscht, die ist nur scheinbar frei, scheinbar gerecht, scheinbar demokratisch. Denn um den Adel und den Klerus im Feudalismus von der Macht abzulösen, um also das System passend den Vorstellungen der Kapitalisten zu etablieren, brauchte die Kapitalistenklasse, die ja immer sehr gering war in der Anzahl, die Mehrheit, um die zu stürzen. Das waren damals noch die Bauern und wenige Proletarier und so musste man die überzeugen, es werden alle befreit. Und dann haben die mitgeholfen, den Adel und den Klerus zu stürzen und wurden sofort verraten von der Kapitalistenklasse. Ja. Die Kapitalistenklasse hat dann das bürgerliche Gesetzbuch eingeführt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, aber nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern ganz einfach deshalb, weil es natürlich nötig ist für das Gedeihen des freien Marktes und des Konkurrenzverhaltens, dass jeder Konsument und Produzent, jeder Käufer und Verkäufer, jeder Arbeiter und Unternehmer nominell gleichgestellt sind, dass der kündigen kann, dass der kaufen kann, was er will und verkaufen kann, was er will, denn der Eingriff in den Markt verhindert ein Wachstum. Deswegen gibt es diese Befreiung. Ja, und diese Ideale der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist eine ganz typische Ideologie der Bourgeoisie. Damit argumentieren sie ja jede noch so verrückte Untat, jeden Angriffskrieg, Drohnentötung, Vertreibungen, Ausbeutung. Wir müssen das tun im Namen der Freiheit. Wir müssen das tun im Namen der Menschlichkeit. Wir müssen das tun, um die Demokratie zu verteidigen. Es hat viele Marxisten gewundert, dass die Masse sofort sich auf die Seite der Ukraine stellte, wo die Marxisten sagen, auf keine Seite stellt man sich, weil nämlich ein Krieg, egal auf welcher Seite, immer gegen die Arbeiterklasse ist. Da kämpfen Arbeiter gegen Arbeiter, die nichts von dem Krieg haben. Aber wie schnell es Amerika gelungen ist mit diesem Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Demokratie verteidigen, sogar selbsternannte Pazifisten aus den Grünen und so weiter innerhalb von 2 Tagen oder so zu überzeugen, dass sie das riesigste Rüstungsprogramm aller Zeiten anlegen. Unglaublich. Aber der Staat hat doch das Gewaltmonopol, also haben doch die Regierungen die Macht und nicht die Kapitalisten. Ha, jetzt habe ich dich. Könntest du dir das denken? Der Staat ist ganz wichtig für die Aufrechterhaltung des ganzen Systems, ganz wichtig. Denn einerseits übernimmt er Aufgaben, die ein Kapitalist nicht übernehmen kann, wie zum Beispiel die Bildung, den Straßenbau, den Sozialstaat. Der Staat kann Gesetze erleichtern, wenn der Klassenkampf zu groß ist, oder eben verstärken, wenn die Arbeiterklasse gerade überhaupt nicht vorhanden ist, so wie heute. Und er hat das Gewaltmonopol deshalb laut der Marxisten, um diese bestehende Eigentumsordnung zu bewahren, zu beschützen sozusagen. Rosa Luxemburg hat mal gesagt, wer das nicht glaubt, der muss sich nur kurz überlegen, was würde passieren, wenn 5 Arbeiter in eine Fabrik gehen und sagen, Chef, wir enteignen dich. Na, der wird sofort die Polizei rufen und binnen 10 Minuten wäre eine riesige Armada bewaffneter Menschen da, die sofort zu langjährigen Haftstrafen verurteilen würden. Die beschützen die Eigentumsordnung, genauso die Justiz und vieles anderes, nach innen. Ja? Also im Land, in Österreich, in Amerika. Das Militär wiederum existiert, um die Eigentumsordnung nach außen zu beschützen. So, und Wahlen wiederum sind so eine Art Katalysator fürs Volk. Also wie so ein Punching Ball. Der herrschenden Klasse ist es viel lieber, das Volk hasst irgendeine Bundesregierung, die es vergeigt, als auf sich selbst. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, warum Kapitalismus noch immer steht, warum sie es noch immer halten kann, weil die Massen eben glauben, dass dort die Macht ist in der Regierung
Aber das ist eben überhaupt nicht der Fall. Keine Bundesregierung kann prinzipiell viel ändern. Änderungen sind immer nur in einem gewissen Rahmen erlaubt. Nie wird über das ganze System gesprochen, nie über die Frage, ob wir grundsätzlich ein anderes System wollen, sondern es wird immer selbstverständlich hingestellt, dass es genauso weitergehen muss wie immer. Letztlich ist die Arbeiterklasse aber gespalten, und das ist der letzte Punkt. Wahlen zersplittern, zerschneiden das Volk in scheinbare Konkurrenten, genauso wie das auch Nationen tun und Religionen auch. Das sind alles Sachen, die ganz stark heute verhindern, dass wir Proletarier begreifen, wir weltweiten Proletarier begreifen, dass wir ein gleiches Interesse haben. Also nicht nur 99% der Österreicher haben das gleiche Interesse, nicht nur 90% oder was der Amerikaner haben das gleiche Interesse, sondern 90 oder 95% der Menschheit hat das gleiche Interesse, nämlich dieses System zu überwinden. Und deswegen fürchtet sich die Herrschaftsklasse, diese 1-5%, die oben sitzen, extrem davor, wenn wir das begreifen würden. Und sie tut alles, um das zu verhindern. Und das tut sie durch Spaltung. Es gibt etliche Parteien und immer mehr Kleinparteien kommen jetzt auch dazu, obwohl letztlich die sie vertreten, auch wieder alle Arbeiter und Angestellten sind, die ein Interesse haben. Also so funktioniert Spaltung, das meine Spaltung. Sie tut es beispielsweise, indem sie Nationalismus anheizt, indem sie real gesehen gibt es längst einen Weltmarkt und diese Grenzen gibt es gar nicht mehr in echt. Aber das wird stark aufrechterhalten, damit eben das weltweite Proletariat gespalten wird in 200 Nationen schon einmal. Nächste Frage. Wenn die gängige Meinung die Meinung der herrschenden Klassen ist, wieso kritisieren Sie dann Trump? Ist ja auch Kapitalist, haben Sie Angst vor dem? Dazu Antwort gleich am Anfang, ja ganz klar, Trump ist Mitglied der herrschenden Klasse, ganz klar. Trotzdem wäre der herrschenden Klasse, dieser Oberschicht, von der ich vorher gesprochen habe, ein Biden oder eine Kamala Harris viel lieber, denn von den beiden wissen sie einfach ganz klar, dass die beiden für den Erhalt des Systems kämpfen. Sie wissen, dass die Kamala Harris den Krieg in der Ukraine weiter unterstützen wird, dass sie bei der NATO dabei bleiben werden, all diese Sachen, die der herrschenden Klasse so stark geholfen haben, an der Macht zu bleiben. Trump hingegen fordert aber einige Unannehmlichkeiten für die Herrschaftsklasse, zum Beispiel dieses America First. Das ist nichts kapitalistisches America First, denn das ist eben gegen den freien Handel, ne? Zoll einzuführen, protektionistisch oder isolationistisch zu agieren, ist nichts im Sinne der Herrschaftsklasse, die natürlich diese Globalisierung, diesen Weltmarkt noch weiter vorantreiben will. Aber bitte, es zeigt sich doch nach jeder erfolgreichen Wahl solcher Rechtspopulisten, wie illusorisch deren Versprechen waren. Ja, sogar bei Trump. Da hat sich anhand der Zusammensetzung seiner Regierung gezeigt, dass es den Großkapitalisten, also der Herrschaftsklasse, ganz stark gelungen ist, das Regierungsteam nur mit Leuten aus ihren Reihen zu besetzen. Ja. Zum Beispiel den Vizechef der Wall Street Investment Bank Goldman Sachs, Gary Cohn, den der Trump zum obersten Wirtschaftsberater ernannte, oder den Hedgefonds-Eigner Steve Mnuchin zum Finanzminister, oder den 2,5 Milliarden Dollar schweren Investmentbanker Wilbur Ross zum Handelsminister, oder den Geschäftsführer des Ölkonzerns ExxonMobil zum Außenminister Rick Perry und viele, viele andere. Zudem war es auch so, dass seine Wirtschaftspolitik rein um Kapitalisteninteressen orientierte. Die Regulierung der Finanzwirtschaft, die Regulierung des Energiesektors, Streichung des öffentlichen Wohnbaus, Senkung der Reichensteuer. Also Trump und FPÖ können nichts ändern, denn es sind parlamentarische Parteien, die im Kapitalismus existieren. Es geht nur eine wirkliche Änderung durch Revolution. Wie ist aber jetzt das Attentat einzuordnen? Ja, das kann ich im marxistischen Sinne auch ganz klar beantworten. Also es gibt viele selbsternannte Hardcore-Anarchisten, die eigentlich nichts anderes tun, als sich extrem zu freuen darüber, wenn irgendein Kapitalist erschossen worden ist. Marxisten hingegen sind ganz klar gegen individuellen Terror. Der Kapitalist trägt keine persönliche Schuld an dem Ganzen, sondern er trägt nur, wie Marx sagen würde, eine Charaktermaske. Es ändert sich nichts, wenn ein Kapitalist stirbt, es ändert sich auch nichts, wenn alle Kapitalisten sterben, weil dann würden halt andere nachrücken. Also so faktisch, wenn ich den Elon Musk töte, dann
befreie ich unsere Arbeiterklasse. Nein, so funktioniert es eben nicht. Es braucht einfach eine Revolution. Nach dem Attentat auf Trump ist wieder mal die Heuchelei auf die Spitze getrieben worden, denn Biden setzt sich ernsthaft hin und sagt, Gewalt ist zu verabscheuen. Sowas wollen wir nicht in Amerika, sowas haben wir nicht in Amerika. Du gehst hin und willst in der Ukraine Raketen jetzt schon stationieren. Du hältst einem Netanyahu die Stütze. Es gibt permanent Gewalt gegen Hungernde an Grenzzäunen. Es gibt Killerpolizisten gegen Schwarze. Die herrschende Klasse ist nicht gegen Gewalt. Sie will nur vermeiden, dass Gewalt gegen sie eingesetzt wird. Also von Jahr zu Jahr wird es jetzt schlimmer. Was jetzt Trump und Harris betrifft, da ist es wirklich vollkommen wurscht. Aber in Österreich zum Beispiel, da würde ich für mich trotzdem KPÖ oder SPÖ wählen, auch wenn die nichts ändern können. Aber sie werden vermutlich weniger schlimm die Arbeitererrungenschaften abbauen als eine FPÖ oder ÖVP. Das wollte ich noch sagen. Danke fürs Zuschauen. Gute Nacht.